Ich spreche mich ja öfter dafür aus, dass man die wirklich fundamental wichtigen Sachen von der Musik aus betrachtet. Und so ist mir einmal aufgefallen, als mir zufällig ein Song reingespielt wurde von dem Projekt Snarky Puppy. Der Song Lingers. Als ich den das erste Mal zufällig gehört habe beim Spazierengehen, war ich im Grunde in dem Zustand, in der Verfassung, in der man sein könnte, wenn es um sowas geht wie das Progressive zu denken. Das war zumindest mein letzt verfügbarer Gedanke in dem Moment, dass ich das extrem progressiv fand, musikalisch. Man kann diesen Track nicht beschreiben. Es gibt zwei Aufnahmen, die ich kenne. Das sind in beiden Fällen Live-Aufnahmen, die in Utrecht gemacht wurden vor Live-Publikum, das da mit Kopfhörern sitzt und ja, mit dieser ganzen Band im Grunde in einem Raum ist und man spürt, dass da ein Gespräch stattfindet oder mehrere Ebenen, auf denen ein Gespräch stattfindet. Einmal natürlich unter den Musikern, aber auch in der Resonanz zu dem Publikum. Und das ist etwas, das habe ich beim ersten Hören natürlich nicht sehen können, weil ich das Video nicht dazu hatte oder die beiden Videos, die ich bislang kenne, nicht dazu hatte, sondern nur die Audiospur, nur den Ton. Und auch da war es im Grunde schon zu spüren. Es war dieses extrem bewegte, es ist diese Spannung, auf der die ganze Zeit die Musik läuft. Es ist eigentlich fast unmöglich, denke ich, dazu präzise Worte zu finden. Und ich habe mir dazu auch ein, zwei Reaction-Videos angeguckt, die ich extrem abgefeiert habe, weil die Leute im Grunde genau mit dem reagieren, was, glaube ich, der Effekt ist von diesem Stück. Und das ist Fassungslosigkeit. Es ist reine Fassungslosigkeit. Es ist, als würde die Musik etwas erschaffen, dass wirklich die alten Annahmen, die alten Dinge, die Installationen, die inneren Installationen, das innere Gefüge auseinanderschrauben und sagen, okay, du hast jetzt hier irgendwie diese Einzelteile und wenn du die jetzt anders zusammenbaust, dann ist es so. Oder wenn du sie dir einfach mal anschaust, dann erzählen sie andere Geschichten als zuvor. Man wird also wirklich auseinandergenommen von dieser Musik, ist jedenfalls mein Eindruck und offenbar auch der von anderen Menschen. Und man weiß eigentlich nicht wirklich, was man dazu sagen soll. Und deswegen versuche ich es auf eine Weise, die das versucht, mit eben dieser Idee des Progressiven zu verbinden. Es ist etwas, das man natürlich hört, aber es ist auch etwas, das man in dem Video, was ich hier anhänge, ganz gut sehen kann. Das ist die Art, wie die Leute miteinander kommunizieren, wie aufeinander reagiert wird. Die sind natürlich extrem tight miteinander, extrem krass in ihrem Zusammenspiel, in der Feinheit, in der Präzision des Aufeinander-Eingehens und Aufeinander-Antwortens. Die Leute wissen, wann sie was machen müssen und können da mit der Aufmerksamkeit eben natürlich auch dem folgen, was dann vielleicht jemand an den Tasten gerade macht. Da gibt es ein episches Solo, das gespielt wird, bei dem man einfach sehen kann in den Gesichtern. Keiner weiß, was dieser Mensch da gerade macht, was dieser Mensch da gerade für eine Geschichte erzählt. Und vielleicht weiß der Mensch, der das Solo spielt, auch in diesem Moment noch nicht genau, zumindest mit dem Verstand vielleicht noch nicht genau, wo ihn die eigene Musik, wo ihn das eigene musikalische Verständnis und das Gehen, das sich bewegen, hinführen wird. Und es ist einfach extrem abgefahren, was dabei herauskommt. Also einerseits dieser Song, der steht, bei dem einfach klar ist, dass die Band weiß, was sie tut, dass die Band weiß, was sie spielt, dass die Leute aufeinander hören und da eben eine Sicherheit im Grunde im Raum ist. Und etwas, das auf der anderen Seite aber extrem viel Raum öffnet für eine eigene Interpretation, für einen Verlauf, den man nicht vorher eingerahmt hat, so streng,
der harmonisch und melodisch in Richtungen führt, die einfach völlig unerwartet kommen und die einen wirklich, also wirklich in allen Hinsichten fassungslos macht. Ähm, Warum ich das mit dem progressiven Denken verbinde oder als Möglichkeit sehe, progressives Denken anhand zum Beispiel eines solchen Beispieles zu üben, ist genau diese Mischung aus Präsenz, also wirklich vollster Präsenz, einem, einem schon auch Konstrukt, einem Gerüst, das steht, einem Fundament, das steht. Und das kann auch das Fundament zum Beispiel in diesem Fall von Musikern sein, die miteinander harmonieren, die miteinander gut arbeiten können, die einander, also die sich verstehen miteinander. Und einem Setting, das sehr bewusst gesetzt ist, ein Raum, der bewusst gewählt ist, ein Publikum, was da ist, was auch in der Voraussetzung aufmerksam ist, das wach ist, das nicht bestimmte Erwartungen hat, aber auch irgendwie spürt, dass da etwas in der Luft liegt, spürt, dass da etwas passieren wird. Also ein gespanntes Publikum, eine gespannte Atmosphäre im Raum, die eben auf der anderen Seite zugleich diese extreme Lockerheit, diese extreme Lockerung und diese Entspanntheit ermöglicht und öffnet, die man zum Beispiel extrem gut im Schlagzeuger sieht. Also der Schlagzeuger, der gerade dieses Solo an den Keys begleitet, da merkt man, dass der in seiner Präzision und in seinem Können extrem nah sein kann an dem, was da an unerwarteter Musik geschieht. Und ja, man sieht es und man hört das natürlich auch in seinem Spiel. Die Freude aneinander, das nicht einander irgendwie die Bühne wegnehmen wollen und irgendwie darauf pochen, jetzt habe ich hier irgendwie meinen Part oder du hast genug gespielt, sondern dieses Personale, dieses Identitätsding zurückzuschrauben, einzuklammern für das Erschaffen einer gemeinsamen Sache, die wirklich Kraft entwickeln kann, die wirklich Power hat, die eine eigene Sprache im Grunde gründet, das wirklich miteinander in eine Bewegung gehen, bei der es wichtig ist, dass jeder da ist und tut, was er tut und jeder Partikel im Grunde auf dem Punkt ist und in der Bewegung, in dieser Intensität auch konzentriert bleibt und das eigene ausführt, das eigene macht und das mit einer Überzeugung macht, aber der Situation, dem Zusammenspiel von Menschen gleichzeitig zuzutrauen, dass es sich eben in diese freie, harmonische und elegante Bewegung miteinander begibt und es damit im Grunde entsteht. Und da machen alle mit. Also die Leute im Sound machen mit, die Leute im Publikum machen mit, die Leute, die die Kameraführung organisieren, machen das mit. Also die Leute, die hinter den Kameras stehen und das filmen und diese unglaublichen Momente einfangen. Aber genauso die Leute im Schnitt und eben auch die Menschen, die es hören. Also wenn man sich Kommentarspalten unter dem YouTube-Video anguckt, das ich hier anhänge, dann merkt man auch, dass Menschen, die das hören, da auf einen ganz eigenen Beitrag zu machen, ganz eigene Gedanken haben und sich das wie an dieses Stück mit anfügt, damit mittanzt. Wahrscheinlich habe ich tausende Stellen vergessen, die auch dafür irgendwie wichtig wären. Aber es wird sehr, sehr vernehmbar, dass an einer solchen Produktion, was echt ein komisches Wort ist für sowas, aber ich sage es jetzt mal, um es offen zu formulieren, an einer solchen Situation, die da geschaffen wird, ein Ereignis eigentlich, ein Wunder vielleicht auch, sind alle beteiligt, die da eben mit in Kontakt kommen. Es ist etwas, das die Lebendigkeit im Grunde wie eine Blaupause in sich eingeschrieben hat und bei jedem neuen Mal hören im Grunde nicht an Kraft verliert. Das war zumindest meine Erfahrung. Also ich kann, jedes Mal, wenn ich es höre, bin ich wieder von Neuem fassungslos und wieder von Neuem zurückgesetzt auf dieses Erstaunen, auf dieses, okay, so können Menschen miteinander sein. Das ist ja der Wahnsinn. Also das verrät etwas, das häufig
meiner Wahrnehmung nach nicht ausgesprochen, nicht gedacht und irgendwie nicht gelebt wird. Und da wird das einfach gelebt und gezeigt, ohne dass es, dass es irgendwie eine Broschüre bräuchte oder einen Beipackzettel, sondern man stürzt in dieses Erleben rein. Ich habe auch mal gelesen, ich glaube, es war in den Kommentaren, also ich bin nicht sicher, inwieweit das stimmt, aber dass nur der erste Teil, also der erste Teil des Intros, der auch am Keyboard gespielt wird, dass der nur notiert ist und der Rest irgendwie im Kopf passiert. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber das wäre natürlich auch ein interessanter Gedanke für so etwas wie progressives Denken, weil es vielleicht als Denken selbst weniger Regulation von außen, weniger ständiger Rahmen, weniger ständige Vorschriften, sondern einen Einstieg braucht, auf den man sich einigt. Wie gesagt, keine Gewähr, ob das stimmt, aber es wäre ein spannender Gedanke, um es eben mit diesem Progressiven oder mit der Idee des Progressiven, die ich versuche hier irgendwie vorzuschlagen, zu verknüpfen. Es geht also darum, einen gemeinsamen Einstieg zu finden, einen gemeinsamen Rahmen, ein gemeinsames Fundament zu haben und dann zu erlauben, dass dieser Rahmen gesprengt wird, dann zu erlauben, dass die Erwartungen übertroffen werden, dann zu erlauben, dass sich Energie im Raum frei bewegen kann und die Menschen miteinander verbindet, die Bewusstseine miteinander verbindet, sie miteinander tanzen lässt und aufgrund der Präzision, aufgrund dieser Art von Musik natürlich ein Verfolgen erlaubt, das Bewusstsein verfolgt das, was passiert. Es kann sich an diese Intensität dieses prägnanten Punktes, der da gerade geschieht, und des vielen Gleichzeitigen, kann es sich natürlich an etwas orientieren, aber es bleibt ständig in Bewegung, es bleibt permanent in Bewegung. Und es bleibt, wenn man das hört und auch wenn man das sieht, eigentlich überhaupt keine Zeit, sich zu fragen, wer bin ich denn jetzt? Oder wer ist der andere oder wer hat hier irgendwie mehr und wer kann sich hier mehr in den Vordergrund rücken oder irgendwie gerät in den Hintergrund, sondern darum geht's gar nicht. Das ist gar nicht der Punkt. Hier wird Musik gemacht. Hier wird miteinander gespielt auf die krasseste Art und Weise. Das ist, ja, zu erlauben, dass man da verändert rausgeht. Zu erlauben und sich zu gestatten, dass es immer wieder ein durchrüttelt und umstülpt und wirklich irgendwie Begeisterung auslöst, ganz tiefe Begeisterung, Offenheit auslöst. So sehr, dass ich zwischendurch mal das Gefühl hatte, so bewegt von diesem Stück zu sein, dass das eigentlich verschreibungspflichtig sein müsste. Aber hier handelt es sich um Musik und deswegen ist es frei zugänglich. Und ja, es hat bei einem sehr witzigen Reaction-Video, das ich auch mit anhänge, jemand etwas sehr Treffendes gesagt. Das Einzige, was an diesem Stück negativ wäre, was man Negatives dazu sagen könnte, ist, dass es zu kurz ist. Und auch wenn, ich glaube, im selben Video gesagt wird, dass es auch dieses Problem gibt, dass man es, wenn man es zum ersten Mal gehört hat, danach nicht nochmal zum ersten Mal hören kann, ist mein Eindruck so, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie er das formuliert hat, ist auch wurscht. Mein Eindruck ist, dass es jedes Mal wieder eine ähnliche Intensität und Begeisterung auslöst, aber trotzdem immer wieder neue Sachen sichtbar werden und das Ding wird einfach nicht langweilig. Und das finde ich im Kern progressiv. Es ist wirklich ein ständiger Puls, eine ständige Ausdehnung, die dadurch erzeugt wird. Es wird ein Signal gegeben und das Bewusstsein antwortet darauf. Es stimuliert auf eine Weise, die zwar sich sehr tief und sehr menschlich anfühlt, aber nicht vorhersehbar, nicht in irgendeiner Weise trocken wird, sondern ständig neu sprießt. Und ich glaube, das macht etwas mit unserem Denken, wenn wir solche Musik hören oder Musik auf eine Weise hören,
die genau diese Impulse erlaubt, die sich genau davon berühren lässt und darauf antwortet. Und auch wenn mein Versuch, darüber zu sprechen oder dazu Worte zu verlieren, ähm, ja, nur ein Versuch ist, ähm, möchte ich, möchte ich dazu einladen, dieses Ding zu hören und sich anzuschnallen und sich einen guten, eine gute Zeit zu machen mit diesem unglaublichen Stück.